Hallo zusammen, da bin ich wieder. Heute wieder mit einem spannenden Thema für euch. Heute soll es bei mir mal um die Übersäuerung gehen. Ist ja in aller Munde, aber was ist das eigentlich überhaupt? Genau, fangen wir doch gerade mal an. pH, der pH-Wert. Was heißt pH? pH heißt Potentiohydrogenii. Ja? Und übersetzt ist das eigentlich Kraft des Wasserstoffs. Und Wasserstoffteilchen werden auch H+-Ionen genannt. Und wenn wir das jetzt auf eine Lösung beziehen, dann bedeutet das, je mehr H+-Ionen wir in dieser Lösung haben, desto saurer ist sie. Genau. Jetzt müssen wir erstmal die pH-Skala besprechen. Die pH-Skala geht von 0 bis 14. Ein pH-Wert von 7 wäre neutral. Ein pH-Wert von 0, also von 0 bis 6,9 wäre sauer. Und ein pH-Wert von 7,1 bis 14 wäre also basisch. Unser Blut im Körper hat einen pH-Wert von 7,4, leicht im basischen Bereich. Der pH-Wert schwankt im menschlichen Körper zwischen 7,35 und 7,45. Also wir sehen, er schwankt nur um 0,1. Wenn wir unterhalb von 7,35 wären, wäre das eine metabolische Azidose. Ja, das wäre also eine Notfallsituation und um die soll es heute aber gar nicht gehen. Wenn der pH-Wert des Blutes oberhalb von 7,45 liegt, dann reden wir von einer metabolischen Alkalose. Genau. Wir sehen ja, wie wichtig oder relevant, da der pH-Wert im Blut ja nur um 0,1 schwanken darf, der pH-Wert für den Körper ist. So. Und genau aus dem Grund hat der Körper viele verschiedene Puffersysteme eingebaut, um eben den pH-Wert im leicht basischen oder neutralen Bereich zu halten. Und diese Puffersysteme wären jetzt zum Beispiel also die Lunge, über die Ausatmung von CO2, also Kohlendioxid, das wäre dann die pulmonale Regulation, dann über die Niere, das wäre über die Ausscheidung von H+-Ionen, das wäre dann die renale Regulation. Dann haben wir die Skelettmuskulatur für den Abbau von Laktaten und den Knochen für die Zufuhr von basischen Calciumsalzen als eben ehemalige Gerüstsubstanz. Und das Blut, dort haben wir den sogenannten Bicarbonatpuffer. Und das ist auch der größte Puffer im Körper. Genau, diese Puffersysteme, ich habe es nur mal grob zusammengefasst, haben wir zum Beispiel den Bicarbonatpuffer, der macht 52% der Puffersysteme aus. Ich habe das jetzt ganz lapidar mal runtergebrochen, das sieht mega kompliziert aus. Aber HCO3- ist quasi Bicarbonat und H+, das ist ja das Wasserstoffteilchen, wovon wir vorhin gesprochen haben, oder das Wasserstoffion. Ja? Und wenn das, wie soll ich sagen, sich verbindet, also das Bicarbonat im Blut sich verbindet mit dem H+-Ion, wird H2CO3 daraus. Und dann sieht man natürlich, wird daraus CO2 und H2O. Das heißt, das CO2 können wir abatmen über die pulmonale Regulation und das H2O wird dann über die Niere via der Blase ausgeschieden. Genau. Jetzt ist es aber so, dass bei vielen Menschen der pH-Wert des Blutes nicht im leicht basischen Bereich ist, wie es sein sollte, sondern er bewegt sich eher im leicht sauren Bereich. Und da reden wir dann hier von einer versteckten Azidose. Und eine versteckte Azidose oder latente Azidose, sagt man auch, ist ein großer Risikofaktor für Folgeerkrankungen. Ja. So, dann ist natürlich die Frage, wie messen wir das zum Beispiel? Also wir könnten mit einem pH-Streifen im Urin messen, ist mehr oder weniger sinnvoll, weil es immer nur einen Teilaspekt abbildet. Also man kann schon ein Profil anlegen oder ein Tagesprofil vom pH-Wert im Urin, ob der schwankt oder nicht, das ist so gut, aber es verrät uns eben leider nichts über die Ressourcen unserer Puffersysteme, ja? Weil der Körper natürlich mit zunehmender latenter Übersäuerung immer weiter entmineralisiert wird. Ja? Und das können wir anhand eines Urinmessstreifens leider nicht feststellen. Jetzt ist die Frage, wenn uns das natürlich keine Aussagekraft darüber gibt, ob wir übersäuert sind oder nicht, woran können wir das dann festmachen? Also ich würde eher davon ausgehen, dass sowieso die meisten Menschen übersäuert sind, aufgrund der säurelastigen Ernährung, die wir alle fahren. Und deshalb würde ich eher auf die Symptome gehen. Ja? Und zum Beispiel, oder was wären denn
Symptome einer latenten Azidose. Also das wären Müdigkeit und Erschöpfung, Konzentrationsstörung, verminderte Stressresistenz. Viele haben auch Muskel- und Gelenkschmerzen, Haar- und Nagelveränderung und oder auch Einlagerung von Wasser in den Geweben, also vor allem auch in den Beinen, also Ödeme. Ja. Das wären aber, ja gut, ich will jetzt nicht sagen primär sekundäre Ödeme, ich glaube, das kann zu beidem führen. Genau. Jetzt wissen wir, was eine Übersäuerung ist und eine latente Azidose. Was hat das jetzt mit dem Bindegewebe und den Faszien zu tun? Das ist für mich interessant, weil ich ja sehr viele Patienten faszial auch behandle und Faszien natürlich einen viel größeren Einfluss haben auf den Körper und die Bewegung des Menschen, als die meisten sich vorstellen können. Genau, und das beste Beispiel jetzt hierfür, das kennt nämlich jeder, wäre zum Beispiel Zellulite. Jeder kennt sie und keiner mag sie. Genau. So, und was ist jetzt Zellulite eigentlich? Also Zellulite ist eigentlich nichts anderes als eine Ansammlung von Stoffwechselschlacken im Bindegewebe. Ja? Alles, was der Körper nicht mehr verarbeiten kann, wird dort eingelagert. So, was könnten jetzt Stoffwechselschlacken sein? Also natürlich auch Säure und so weiter. Toxine, Zahngifte, Umweltgifte oder wenn man sich zu viele falsche Lebensmittel reinzieht, also hochindustriell verarbeitete Lebensmittel, Zucker, was weiß ich nicht was, ne? Oder eben zu viele tierische Eiweiße und auch, naja, ich will es gar nicht sagen, aber Alkohol und Rauchen ist auch nicht unbedingt zuträglich. Genau. Normalerweise dienen uns die Faszien ja unter anderem auch nicht nur als umhüllende Schicht oder rezeptive Organe, sondern sie dienen uns auch teilweise als Nährstoffdepots. Ja? Und wo natürlich Vitamine und Mineralien auch eingelagert sind. Genau. Wenn jetzt natürlich die ganzen, sage ich mal, Schlacken unsere Depots verstopfen, ja, und mit der Säurelast nicht mehr klarkommen, dann sind die Puffersysteme natürlich überlastet. Also im Prinzip ist Zellulite eigentlich nichts anderes als ein Zeichen dafür, dass unser Körper oder der Körper massiv übersäuert und entmineralisiert ist. Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, was können wir eigentlich langfristig dagegen tun? Und warum ist mir das wichtig zu erwähnen? Weil wir können eigentlich, sage ich mal, die Bindegewebe und das Fasziengewebe nicht nur mit äußerlicher Therapie beeinflussen und wieder elastisch und fester machen. Ja? Es braucht natürlich auch noch die inneren Faktoren und auch die ganze biochemische Komponente. Aber wie bekommt man das denn dann langfristig in den Griff? Also wichtig wäre natürlich schon mal die ausreichende Trinkmenge, ja, damit die Säure auch ausgespült werden kann und abtransportiert. Und da wären wir so bei 2,5 bis 3 Litern stillem Wasser am Tag. Natürlich auch, um das Mineralstoffdefizit auszugleichen, ja, bedarf es natürlich dann eine Zufuhr von hochkonzentrierten und also qualitativ hochwertigen Mineralstoffen. Und das kriegt man eigentlich nur mit entsprechenden Nahrungsergänzungen zustande. Genau. Des Weiteren, was noch sinnvoll wäre, wäre eben mit der Faszienrolle zu arbeiten, also die Fasziengewebe auszurollen, um eine Flüssigkeitsverschiebung zustande zu bringen. Dann zudem auf jeden Fall ausreichende Bewegung, ja, um auch die ganze Lymphflüssigkeit in Bewegung zu bringen oder zu mobilisieren. Und Massagen wären natürlich auch von Vorteil, weil wir auch dort eine Verschiebung von Flüssigkeiten in den faszialen Gewebe haben, so dass wir dann gewisse oder diverse Giftstoffe dann aus den Depots zum Abtransport hinführen können. Und natürlich auch ein sehr, sehr großer Faktor wäre die ausreichend basische Ernährung. Das Optimum wäre hier anzustreben, so 80% basisch und meinetwegen 20% säurelastig. Leider ist es bei uns heute in der Gesellschaft so, dass es genau andersrum ist, oder? Ich meine, der Bärenanteil aller Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, übersäuern uns massiv. Also ich hoffe, ich konnte ein bisschen so erklären und erläutern, was eigentlich eine Übersäuerung ist oder eine Azidose. Und vor allem ist mir wichtig, dass alle Leute begreifen, dass die meisten tatsächlich eigentlich unter einer versteckten Azidose leiden. Und ja, wie groß der Einfluss eben auf unser fasziales Gewebe und Bindegewebe ist. Ja. Also, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das Thema ein bisschen interessiert. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was
ihr noch für Themen habt, die euch mal interessieren würden oder ob ihr das jetzt spannend fandet oder ob ihr glaubt, dass ihr übersäuert seid. Genau. Also, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.